Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einer Bosch Siemens Waschmaschine, also die neueren Modelle, die Stoßdämpfer tauschen könnt. Dazu müsst ihr zuerst die Rückwand abbauen, ihr löst dafür sämtliche Schrauben, schiebt sie ein kleines bisschen nach oben, oben ist ein kleiner Haken, dann könnt ihr sie nach hinten wegklappen und die Rückwand komplett entnehmen. Wenn ihr die Rückwand komplett entnommen habt, seht ihr auf der rechten Seite schon den ersten Stoßdämpfer. Der ist relativ gut von hinten zu erreichen. Auf der linken Seite ist mittig noch einer, diesen erreicht man auch von hinten. Und dann ist noch auf der rechten Seite von hier aus betrachtet von vorn einer. Wie man diesen löst, zeige ich euch auch in diesem Video. Um den Stoßdämpfer selbst auszutauschen, nehmt ihr einen Steckschlüssel. Oben ist das eine 10er Nuss, unten eine 13er Nuss. Schraubt den Stoßdämpfer komplett locker, also beide Schrauben raus. Ich mache das immer so, dass ich zuerst die obere herausschraube und dann die untere. Ich mache euch das hier im Video mal ein wenig schneller. Passt bitte auch auf, dass ihr euch an diesen scharfen Kanten nicht schneidet. Wenn man dort etwas wegrutscht, kann es sein, dass man ganz schnell blutige Finger hat. Und wie gesagt, wenn dann die untere Schraube gelöst ist, könnt ihr den Stoßdämpfer oben etwas wegziehen, unten aus der Halterung heraus. Und schon habt ihr den alten Stoßdämpfer ausgebaut und könnt den neuen Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Um den letzten Stoßdämpfer von vorn zu tauschen, müsst ihr die Vorderfront demontieren. Das funktioniert bei diesen Geräten folgendermaßen. Zuerst müsst ihr hinten die Schrauben für die Arbeitsplatte lösen. Das sind 2 Stück an der Rückseite, eine links und eine rechts. Diese beiden Schrauben schraubt ihr komplett heraus. Wenn ihr dann beide Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Arbeitsplatte mit einem kleinen Ruck nach hinten wegziehen und letzten Endes abnehmen. Um dann weiter vorzugehen, nimmt man zuerst die Waschmittelschublade heraus. Die haben in der Mitte einen kleinen Haken. Hier ist eine Eidos-Schublade, die ist etwas länger. Den Haken sieht man nicht so gut im Video, aber da habe ich euch auch mal ein Video gemacht, wie man die Waschmittelschubladen herausbekommt. Das würde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Nachdem die Waschmittelschublade entnommen ist, habt ihr rings um die Öffnung noch 3 Schrauben. Hier diese unterste ist meistens etwas verrostet, aber die bekommt man trotzdem relativ gut herausgeschraubt. Wenn ihr dann alle 3 Schrauben gelöst habt, schaut ihr von vorn auf euer Gerät. Die Bedienblende ist mit solchen Plastiknasen hier eingerastet. Die hebt ihr mit den Fingern etwas nach oben und zieht die Bedienblende gleichzeitig etwas nach vorn. Dann haken diese Nasen aus. Auf der rechten Seite gibt es noch eine Besonderheit. Dort ist nicht wie früher eine Schraube. Dort drückt ihr seitlich mit den Fingern dagegen und schon löst sich die komplette Blende und ihr könnt sie nach vorn wegziehen. Im unteren Bereich ist diese Blende nur eingehakt. Wenn ihr dann die Blende entfernt habt, könnt ihr zuerst die Tür öffnen und den Spannring um den Türgummi entfernen. Hier bei diesem Modell ist die Feder auf der linken Seite. Dort hebelt ihr mit einem Schraubendreher hinter die Feder und könnt dann den kompletten Spannring abnehmen. Drückt dann am besten den kompletten Faltenbalg etwas nach innen, dass er euch später nicht stört. Als nächstes nehmen wir die Türverriegelung heraus. Die drückt ihr in Richtung Türöffnung und drückt mit einem Schraubendreher diese beiden kleinen Plastikhaken etwas nach innen und schon könnt ihr die Türverriegelung zur linken Seite etwas ziehen und dann klappt sie auf der rechten Seite nach hinten und ihr könnt sie entnehmen. Dann gehen wir weiter zum Flusensieb. Unten am Flusensieb befinden sich auch noch 2 Schrauben. Diese beiden Schrauben entfernt ihr bitte auch komplett. Nachdem ihr diese Schrauben komplett entfernt habt, mache ich es immer so, dass ich mir das Gerät nach hinten kippe, denn von unten sind auch noch 2 Schrauben. In diesem Fall braucht man hier eine 7er Nuss, um diese beiden Schrauben, die sich links und rechts von unten befinden, zu entfernen. Wenn ihr das macht, nehmt am besten noch eine zweite Person zur Hilfe, die die Waschmaschine halten kann, damit euch die nicht umkippt. Wenn ihr dann diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr unten an der Waschmaschine die Vorderfront schon etwas wegziehen und die Klappe vom Flusensieb entfernen.
Nachdem ihr diese Klappe entfernt habt, schraubt ihr noch oben die beiden letzten Schrauben locker. Und wenn ihr diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Vorderfront nach vorn wegziehen und komplett entnehmen. Die ist dann links und rechts nur noch ein klein wenig eingerastet, aber die lässt sich relativ gut wegziehen. Und schon gelangt ihr zum vorderen Stoßdämpfer eures Gerätes und könnt diesen auch austauschen. Wenn ihr dann den Stoßdämpfer ausgetauscht habt, müsst ihr natürlich euer Gerät wieder zusammenbauen. Dazu fügt ihr in umgekehrter Reihenfolge zuerst die Vorderfront wieder an das Gerät. Nehmt diese Klappe, die setze ich dann meistens vorher wieder etwas ein. Wenn die Vorderfront etwas rangeschoben ist, kann man die unten wieder links und rechts einrasten. Dann hält die auch wieder. Dann schiebe ich die Vorderfront komplett ran, ziehe sie mir etwas nach oben und schraube unten diese beiden Schrauben hinein. Wie gesagt, damit die Schrauben anständig passen, hebt ihr die Vorderfront ein klein wenig nach oben mit einer Hand und könnt mit der zweiten Hand die Schrauben hineinschrauben. Wenn ich dann die untersten Schrauben angeschraubt habe, schraube ich oben diese beiden Schrauben auch noch an. Das sieht man jetzt hier im Video sehr schlecht, da steht die Kamera etwas tief. Wenn diese zwei Schrauben dann angebracht ist, rastet ihr die Türverriegelung einfach wieder ein. Die führt ihr schräg durch das Loch in Richtung Trommelöffnung und dann wieder in Richtung Außenwand und dann rastet diese ein. Danach nehmt ihr euch den Faltenbalg und legt ihn wieder über diese Metallkrampe und wenn der Faltenbalg anständig sitzt, muss noch die Spannfeder rum. Das mache ich immer mit 2 Schraubendrehern. Den einen setze ich an der Feder an und sichere ihn etwas mit dem Knie und mit einem kleineren Schraubendreher heble ich vorsichtig Stück für Stück, wie ihr es hier in diesem Video seht, den Spannring wieder rum. Das habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gemacht. Das würde ich euch hier oben noch unter dem i verlinken, wie sich das mit den Spannringen am einfachsten macht. Wenn der Spannring wieder aufgesetzt ist, setzt ihr letzten Endes noch eure Bedienblende an. Und zu guter Letzt schraube ich dann noch die beiden Schrauben von unten fest. Und schon ist eure Reparatur erledigt.